fangen gleich an. Wir suchen die richtige Endung. Ich habe gestern mit dem Präsidenten gesprochen. Ich habe gestern mit dem Präsidents gesprochen. Ich habe gestern mit dem Präsidenten gesprochen. Ich habe gestern mit dem Präsident gesprochen. Und welche Antwort ist wohl hier richtig, ihr Lieben? Und schaut euch das Ganze an und sagt mir dann, welches richtig ist. Wer kann, schreibt mir das gerne in den Chat rein und ich werde euch gleich aber auch noch die Lösung verraten. Aber wer es schon weiß, sagt euch die Lösung bitte laut vor, damit ihr auch etwas mitnehmen könnt von diesem wunderbaren Livestream. Sehr gut, 10 Sekunden sind um und ich erzähle euch sehr gerne gerade einmal die Lösung. Und wir suchten nach der richtigen Endung. Und das ist richtig. Wir haben den Satz hier, ich habe gestern mit dem Präsidenten gesprochen. Und unsere Endung, die wir gesucht haben, ist die Endung EN am Ende von dem Wort Präsident. Es lautet im Nominativ im ersten Kasus der deutschen Sprache der Präsident. Und hier ist die Verlängerung der Endeklination angefügt an dieses Nomen Präsident. Und ihr seht, wie ich das hier eingefärbt habe. Präsidenten. EN ist unsere Verlängerung, damit wir das Ganze hier mit dem Kasus Dativ hier so auch machen können. Die Präposition mit bringt uns dann sofort in den Kasus Dativ hinein. Und wenn ich jetzt sagen würde, mit dem Präsident gesprochen, ist es jetzt in dem Fall leider nicht richtig, denn wir müssen mit dem Kasus Dativ hier auch bitte die EN-Endung hinzufügen an unser Nomen. Präsident heißt es im Nominativ der Präsident und hier ist es mit dem Präsidenten. Weiter geht es, sehr schön. Und das nächste ist hier, die nächste Frage, die wir haben, ist hier, welche Präposition und welcher Kasus sind hier für den nächsten Satz korrekt? Wir freuen uns sehr auf Dativ, Ihren Besuch. Antwort A wäre das. Oder ist hier richtig, wir freuen uns sehr für Akkusativ? Antwort B wäre hier das. Auf Ihren Besuch, für Ihren Besuch. Dann haben wir freuen uns sehr über Dativ, Ihren Besuch. Das wäre Antwort C. Was ist richtig? Oder Antwort D ist richtig. Wir freuen uns sehr über. Und Akkusativ, Antwort D, Ihren Besuch. Welches, nur eine einzige ist hier richtig, ist hier die richtige Antwortlösung. Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit. Sagt's euch laut vor. Am besten den ganzen Lösungssatz laut vorsprechen mit der richtigen Präposition. Und dann verrate ich euch auch gleich noch, welcher Kasus hinten dran kommt. Und dann solltet ihr die komplette Lösung euch noch einmal laut vorsprechen. Und die richtige Lösung dazu ist, hier ist es, Antwort D ist richtig, wir freuen uns über etwas oder jemanden. Und hier ist es genau richtig, der Satz, wir freuen uns über Ihren Besuch. Und wir können die Präposition über hier mit dem Kasus Akkusativ verwenden. Und das ist grammatikalisch hier richtig. Sich freuen über jemanden oder sich freuen über etwas. Wäre hier genau richtig. Hier seht ihr es, wie es hier geschrieben steht.
sich freuen über etwas, über irgendetwas Gegenwärtiges oder über etwas, was in der Vergangenheit hier ebenfalls stattgefunden haben kann. Und hier wird immer ein Akkusativobjekt verlangt. Jawohl, weil wenn ich sage, ich freue mich über, dann werde ich sicherlich auch direkt sagen, über was oder über jemanden freue ich mich ganz besonders. Das ist dann die logische Konsequenz und so können wir richtig das Verb freuen hier verwenden und das richtige Akkusativobjekt finden wir so auch gleich, da wir uns über Ihren Besuch freuen. Und das ist unser Akkusativobjekt. Hier oben ist es, ihr seht es. Und wir können das sehr gut mit der Präposition über hier einleiten. Sehr schön, ihr Lieben. Nächste Frage kommt jetzt. Und die lautet, welche Antwort ist hier richtig? Je mehr ich lerne, 4 Antwortmöglichkeiten haben wir wiederum, nur eine einzige ist hier richtig, die unseren Satz hier richtig vollendet. Je mehr ich lerne, desto ich besser die Grammatik verstehe. Antwort A. Oder Antwort B. Je mehr ich lerne, desto besser ich die Grammatik verstehe. Oder Antwort C. Je mehr ich lerne, desto besser verstehe ich die Grammatik. Oder Antwort D. Je mehr ich lerne, umso verstehe ich besser die Grammatik. Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit. Und hier möchte ich euch gerne auch verraten, warum ich jede Antwort hier mit dem Anfangssatz vorlese. Ich möchte gerne, dass ihr daraus hinterher euer Gehör geschult habt und mir schon beim Verlesen der 3 falschen Antworten sagen könnt, das ist nicht richtig. Bei der richtigen Antwort wird euer Gehör sofort sagen, das ist richtig. Und das kann man so erzielen, indem man auch ebenfalls die falschen Antworten einmal hört und im Nachhinein, wenn ich gleich die Lösung verrate, euch bitte unbedingt laut die richtige Lösung und den ganzen Satz nochmal laut vorsagen, damit das genau das in eurem Gehör und Gehirn gespeichert wird und ihr das demnächst oder beim zweiten Gang, wenn ihr diesen Livestream noch einmal seht, dann auch spontan sofort hört, das ist die richtige Lösung. Das ist einfach nur etwas Gehörschulung. Weiter geht es. 10 Sekunden sind lange um und die richtige Antwort ist hier. Die Antwort C ist richtig. Und mal ganz ehrlich, sie hörte sich doch auch am besten an, oder? Je mehr ich lerne, desto besser verstehe ich die Grammatik. So ist es richtig. Dieser Je-Satz ist hier exakt richtig so ausgeführt, wenn ich sage, je mehr, desto. Das ist dann tatsächlich die Gegenseite dazu. Hier unten ist es nochmal aufgeschrieben, ihr könnt es immer schön mitlesen. Dafür mache ich diese Texte auch. Und ihr seht hier, was ich hier geschrieben habe, genau im Teil desto, das ist hier der Hauptsatz. Ja, tatsächlich ist der Hauptsatz an der 2. Position hier richtig. Im Desto-Teil folgt das Verb verstehe. Hier ist es gleich nach dem Komparativ. Das Komparativ ist die erste Steigerung des Adjektives. Wir beginnen mit dem Adjektiv im Positiv gut und die erste Steigerung ist dann Komparativ besser. Und der Superlativ wäre dann noch obendrauf am besten. Und hier ist es der Komparativ. Erste Steigerung ist hier richtig vor dem Verb. So gehört es. Je-Sätze werden so hier konstruiert, dass wir das Ganze auch hier so grammatikalisch laufen lassen können. Jawohl, der Satzfluss ist ebenfalls wichtig
Und wir haben hier das Verb und natürlich die Grammatik ist dann unser Akkusativobjekt, also Kasus Akkusativ ist hier. Ich verstehe die Grammatik, möchte ich einmal außerhalb des Satzes hier sagen, und verstehe die Grammatik ist hier das direkte Akkusativobjekt. So sieht es aus. Das Verb verstehe leitet das Ganze schon ein und sucht nach dem anderen Partner, also das direkte Akkusativobjekt. Sehr schön, meine Lieben. Und wir kommen zur nächsten Frage. Und die nächste Frage, die ich hier habe, welcher Satz von meinen Sätzen steht hier korrekt im Passivpräsens? Man baut das Haus. Und welcher meine 4 Antwortmöglichkeiten ist hier der richtige, korrekte Satz im Passivpräsens? Ist es Antwort A, das Haus wird gebaut? Ist das richtig? Passivpräsens. Oder Antwort B, das Haus wird bauen? Oder Antwort C, das ist gebaut worden? Oder das Haus wurde gebaut? Welche dieser Antwortmöglichkeiten, und es ist nur die eine einzige ist hier richtig, 4 Möglichkeiten habt ihr und ich muss den Timer etwas beiseite schieben, damit ihr alles sehen könnt. 10 Sekunden laufen ab, damit ihr euch überlegen könnt. Genau, und wenn ich erkläre, habt ihr noch ein paar Sekunden mehr. Genau so sollte es sein. Hervorragend. Und die richtige Lösung ist hier Passivpräsens von dem Satz man baut das Haus ist, laut vorgesagt, so sollte es sein. So schult ihr euer Gehör ebenfalls sehr gut, wenn ihr keine Gesprächspartner habt, für die deutsche Sprache. Antwort A ist richtig. Das Haus wird gebaut. Und hier ist das besondere Augenmerk auf unser Verb werden. Hier richtig konjugiert, exakt richtig, wird gebaut. Und schaut, was hier passiert. Wir haben das Verb werden in die richtige Konjugation hier gebracht. Wird gebaut, damit wir das Ganze hier im Passivpräsens hier präsentieren können, jawohl. Und unser Verb bauen. So heißt es nämlich im Infinitiv, also in seiner Grundform. Bauen war es vorher, hat jetzt hier noch ein kleines Präfix hier dran bekommen, also unser Partizip 2. So wird das Ganze kombiniert, wird gebaut. Das wird einfach hier vor und dahinter, vor dieses ursprüngliche Infinitivverb, Grundverb bauen. Hier ist es wird gebaut, es wird gemacht. Das ist dann die Passivpräsens-Zeitform, die wir hier damit ganz hervorragend getroffen haben. Und hier unten habe ich es noch einmal ganz kurz für euch aufgeführt, damit man das sehen kann. Ihr seht hier, baue ist der Verbstamm, also das Verb im Infinitiv. Dann eben hier Präfix und dann die Endung T wird hinterher auch noch an das Verb angefügt. Ihr seht es an meiner Einfärbung. Und das ist dann hier für regelmäßige oder schwache Verben so die normale Form für Passivpräsens. Wunderbar, ihr Lieben. Weiter geht es. Die nächste Frage, die ich hier habe für euch: Wie lautet, schaut mal hier, ihr könnt sehen, dass ich das nicht hier mit KI schreibe, ja. Wie lautet der Konnektor für unseren folgenden Satz? Das erste ist ausgespart, 4 Antwortmöglichkeiten haben wir wieder, nur eine einzige ist hier richtig. Und wir fangen an mit der Antwort A. Damit er viel arbeitet, hat er wenig Geld. Ist das richtig? Oder ist es, obwohl er viel arbeitet, hat er wenig Geld? Ist eigentlich richtig. Habe ich gerade viel Geld gesagt?
Natürlich, obwohl er viel arbeitet, hat er wenig Geld. Was ja hier für den Satz auch ganz wichtig ist, ich bitte um Entschuldigung. Dann das nächste, Antwort C. Trotzdem er viel arbeitet, hat er wenig Geld. Oder Antwort D. Weil er viel arbeitet, hat er wenig Geld. Und so ist es. Antwort A war natürlich hier ebenfalls, ich möchte das gerne noch berichtigt sagen, damit er viel arbeitet, hat er wenig Geld. So könnt ihr das auch hören, was ich euch hier abfrage. Und so kann man es auch direkt hören, was hier richtig ist, ihr Lieben. Ja, Antwort ist hier ganz wichtig gleich. Und die Zeit läuft. Sehr schön. Und welche Antwort war richtig? Habt ihr euch die laut vorgesagt? Und darum möchte ich euch herzlich bitten, sprecht euch die Antwort laut vor. Selbst wenn sie im ersten Augenblick vielleicht nicht ganz richtig sein sollte. Aber je mehr ihr sprecht, umso mehr kommt ihr auch hinterher ans Sprechen. Und das spontane Sprechen wird damit auch ebenfalls geschult, weil alles, was wir hier besprechen, in eurem Gehirn gespeichert wird. Und wir kommen zur Auflösung. Die Antwort B ist hier richtig. Jawohl, so sieht es aus. Antwort B ist hier richtig, obwohl er viel arbeitet. Jawohl, hat er wenig Geld. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Missverhältnis, das er hier hat. Obwohl leitet einen Gegengrundsatz ein, also einen Konzessivsatz. Obwohl er doch so viel arbeitet, verdient er nicht genügend Geld, möchte ich mal ganz frei hier gerade so sagen. Der Satz heißt richtig, obwohl er viel arbeitet, hat er wenig Geld. Das ist ein Missverhältnis, was er jetzt hier gerade hat. Und wir haben hier einen Gegengrundsatz, leiten das Ganze mit der Präposition obwohl ein. Nach dem Komma gehen wir dann weiter, hat er wenig Geld, aber diese Präposition ist hier, ihr seht es hier, erfordert das Verb arbeiten am Satzende oder am Ende des Satzes. Und ihr seht es ganz genau, obwohl er viel arbeitet. So, und so ist es genau richtig, das ist richtig. Und hier sind wir im Kasus Akkusativ, weil wir wiederum ein Verb haben. Arbeitet ist hier unser Verb und das ist hier noch kombiniert, hat er wenig Geld. Er hat also wenig Geld. Und hat ist hier ebenfalls ein Verb, welches wir normalerweise in der Grundform als Hilfsverb haben, ja. Und das ist hier richtig konjugiert auf hat. Er hat also wenig Geld und wenig Geld ist in dem Fall dann unser Akkusativobjekt. Jawohl, ich habe euch das alles genau aufgeschrieben. So könnt ihr euch das im Nachgang auch noch einmal alles durchlesen. So wird es alles nicht so grammatiklastig für euch, ja? Und weiter geht es, ihr Lieben. Und die nächste Frage kommt nun. Die nächste Frage ist, welche Präposition erfordert den Genitiv? 4 Antwortmöglichkeiten haben wir wiederum, nur eine einzige ist richtig. Und wir haben einmal die Präposition in Folge. Und erfordert diese Präposition den Genitiv? Oder ist es Antwort B, ohne? Oder Antwort C, seit? Oder Antwort D, gegenüber? Welches ist unsere Präposition, die hier sofort den Genitiv, also den Kasus Genitiv, erfordert? Und ihr bekommt wiederum von mir 10 Sekunden Zeit. Wenn ihr es wisst, sagt es euch, auch wenn es spontan ist, laut vor, damit ihr auch das hier ausdrückt und eurem Gehirn selber bestätigt, dass ihr die Frage verstanden habt. Ja?
Also, und die Antwort, ihr Lieben, was könnte es denn sein? Na, ganz einfach, oder? Die Antwort ist natürlich in Folge. Ich möchte bald behaupten, und das möchte ich gerne ganz kurz so frei sagen, dass man den anderen Präpositionen nahezu ansehen kann, dass sie hier nicht von gehobener Qualität sind. In Folge, im Gegensatz dazu, ist hier direkt, man kann es schon hören, in Folge von gehobener Qualität. In Folge ist richtig und das ist natürlich dann eine richtige Präposition für den Genitiv. Unseren besitzanzeigenden Kasus der deutschen Sprache, in dem wir meistens in der gehobenen Sprache uns verständigen. In Folge ist kausal, begründend. Das ist eine begründende Präposition in Folge. Also folgendermaßen möchte ich bald ganz einfach sagen, ja? In Folge wird verwendet, um eine Konsequenz auszudrücken. Es ist etwas vorher passiert und infolgedessen ist es hier so, dass wir damit eine Konsequenz, was passiert danach, möchte ich bald sagen. Richtig. Und diese Präposition oder diese Einleitung in einen Satz steht hier immer im Genitiv. Da kommen wir nicht raus. Und das ist auch sehr schön, wenn ich eine grundlegende Präposition, die tatsächlich auch einen Grund eingibt, also eine kausale Präposition, hier direkt verwende, dann sind wir im gehobenen Kasus Genitiv. Jawohl. Und ich habe euch einen kleinen Beispielsatz hier noch geschrieben und ich möchte gerne den kurz verlesen. In Folge verwenden wir natürlich wieder gleich am Anfang. Wir leiten das sehr schön direkt ein in den Kasus Genitiv infolge des starken Regens, Ihr seht hier die Signale des Genitivs, mussten wir das Rennen absagen. Und diese Präposition, und das seht ihr hier ganz, ganz hervorragend, leitet sofort infolge des Regens, des starken Regens, den Kasus Genitiv an, ein und erfüllt auch genau die Voraussetzungen dazu. Und gleich danach geht es dann aber, ich möchte sagen, normal weiter im Satz, mussten wir das Rennen, ist hier im Akkusativ, jawohl, absagen. Was mussten wir absagen? Wir mussten das Rennen absagen. Der Kasus Akkusativ fragt immer wieder nach einem Verb und einem direkten Akkusativobjekt, also einem Objekt, an dem eine Handlung durchgeführt wird oder ein Gegenstand, mit dem etwas ausgeführt wird. So ist es richtig. Jawohl, in Folge, Präposition ist gleich Genitiv. Schreibt's euch gerne auf, damit ihr das immer mal zur Hand habt und kurz nochmal drüber schauen könnt. Und auch das möchte ich euch ebenfalls empfehlen. Ihr seht das immer, dass meine Sätze hier so schön eingefärbt sind. Ganz ehrlich, das hat alles Sinn und Hintergrund. Ihr seht bei mir immer, dass in Folge zum Beispiel die Präposition jetzt hier immer grün eingefärbt wird, Verben immer bei mir diese Pinkfarbe hier bekommt, der Kasus jeweils eine andere Farbe bekommt, das ist zum Beispiel Genitiv und das hier ist Akkusativ, der untere Teil. Und so kann man sich das hinterher besser im Gehirn speichern. Tatsächlich sind Farbgebungen dafür ebenfalls effektiv und gar bekannt dafür, dass man sich den Satz dann hinterher vor dem geistigen Auge besser vorstellen kann. Und das ist besser zum Erlernen der deutschen Sprache oder auch der Grammatik. Weiter geht es, ihr Lieben. Sehr schön. Das Rennen, sagte ich bereits, ist hier das direkte Akkusativobjekt. Jawohl, sehr schön. Nächste Frage kommt für euch. Nächste Frage ist hier Nomen-Verb-Verbindungen. Oh ja, was ist die richtige Nomen-Verb-Verbindungen für unser Verb entscheiden?
Und ich habe wieder 4 Antwortmöglichkeiten für euch geschaffen und es ist mir eine Freude, alle kurz vorzutragen. Antwort A. Wäre das die richtige Nomen-Verb-Verbindung, wenn ich sage, eine Entscheidung führen? Oder Antwort B. Eine Entscheidung geben? Oder Antwort C. Eine Entscheidung treffen? Oder Antwort B. Antwort D. Eine Entscheidung machen? Welches ist hier die richtige Antwortmöglichkeit? Jetzt muss ich schauen, ob ihr alles sehen könnt. Jawohl. Welches ist hier die richtige Antwortmöglichkeit, die man hier auswählen sollten, wenn wir die richtige Nomen-Verb-Verbindung hier auswählen wollen für das Verb entscheiden? Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden, um euch zu überlegen, welches ist wohl die richtige Möglichkeit. Ich schieb's mal nach oben, damit ein jeder alles auch sehen kann. Die Frage ist ja nun klar, denke ich. Und welche Antwortmöglichkeit habt ihr ausgewählt? Lautet es in dieser festen Nomen-Verb-Verbindung eine Entscheidung führen, eine Entscheidung geben, eine Entscheidung treffen oder eine Entscheidung machen? Und ja, ihr Lieben, ihr kennt es doch sicherlich auch schon, dass man sagt, ich treffe eine Entscheidung. Eine Entscheidung treffen, natürlich ist das richtig. So ist es richtig und das ist tatsächlich hier eine feste Wendung, ein Funktionsverbgefüge, ja, eine feste Entscheidung treffen. Das ist nicht, dass man sagen kann, wir machen eine Entscheidung. Das gibt es so erst einmal nicht. Oder dass wir sagen können, wir führen eine Entscheidung. Nein, wir treffen eine Entscheidung. Wir entscheiden auch nicht, indem wir eine Entscheidung geben. Gibt es alles nicht. Antwort C ist hier bitte richtig gewesen, ja? Also, die feste Wendung ist hier eine Entscheidung treffen. Sehr schön, ihr Lieben, wenn ihr das gesagt habt, dann seid ihr schon richtig weit und ich hoffe, ihr sprecht euch das alles laut vor, damit ihr auch die Scheu vor dem Sprechen verliert. Weiter geht es, ihr Lieben. Und hier haben wir das nächste. Die nächste Frage ist, so, jetzt muss ich schauen, ob das alles ins Bild passt. Ich hoffe doch sehr. Welcher Satz drückt einen Wunsch in der Gegenwart aus, in der Präsenszeitform, also jetzt just. Gegenwart ist die Zeitform, die jetzt in dem Augenblick ist. Und welcher Satz ist es bitte? Antwort A. Ich werde mehr Zeit haben. Antwort A. Oder Antwort B. Hätte ich doch mehr Zeit gehabt. Ist das die Gegenwart, die Präsenszeitform? Oder ist es Antwort C, hätte ich doch mehr Zeit? Oder Antwort D, ich habe mehr Zeit? Was ist hier richtig, wenn ich einen Wunsch ausdrücke, der sich gerade just in dieser Zeit, gerade Gegenwart, Präsens ausdrücken lässt? Und ihr bekommt wieder von mir 10 Sekunden Zeit, damit ihr euch schön überlegen könnt, was ist hier das, was ihr spontan sagen würdet. Manchmal ist es tatsächlich so, dass euer Gehör das jetzt schon spontan ausgeben kann. Wenn ihr auf B2, C1 Niveau seid, dann sollte das schon fast funktionieren. Wenn nicht, grämt euch nicht, die Lösung kommt nun. Und die richtige Lösung ist hier, sage ich euch sehr, sehr gerne. Die richtige Lösung ist die Antwort C. Hätte ich doch mehr Zeit. Ganz einfach mit dem Hilfsverb haben hier richtig konjugiert. Im Konjunktiv 2 haben wir das. Hätte ist richtig. Hätte ich doch mehr Zeit. Und wir befinden uns im Kasus Akkusativ, weil wir wieder ein Verb haben und direkt etwas, womit wir das Ganze durchführen könnten. Wenn man das mal so ganz weitläufig sagen darf, hätte ich doch mehr Zeit
und das ist hier mehr Zeit, ist das Akkusativ, das direkte Akkusativobjekt. Richtig so. Wen oder was hätte ich? Und hier ist es einfach zu beantworten, das direkte Akkusativobjekt ist mehr Zeit. So ist es richtig, ihr Lieben. Wenn ihr Antwort C gewählt habt, dann ist es genau richtig und dann seid ihr auch schon sehr, sehr gut weit. Weiter geht es, ihr Lieben. Das nächste ist hier bitte, Moment, ich muss es einmal gerade hoch machen, entschuldigt. Und das nächste ist hier, welches Wort ist hier richtig? Das ist die Frau, welcher ich geholfen habe. Ist das richtig? Oder das ist die Frau, denen ich geholfen habe. Oder Antwort C, das ist die Frau, der ich geholfen habe. Und dann die Antwort D, das ist die Frau, die ich geholfen habe. Und bevor ich euch wieder 10 Sekunden schenke für die Lösungsfindung, verrate ich euch sehr gerne, dass es sich hier um einen Relativsatz handelt. Und ich denke, das wird euch vielleicht etwas helfen, die richtige Lösung innerhalb unserer 10 Sekunden zu finden. Warten wir es ab und schauen wir uns gleich die Lösung gemeinsam an. Sehr schön. Jawohl. Und die richtige Lösung dazu ist natürlich, ihr Lieben, das ist ein Relativsatz. So sieht es aus. Wir haben es hier mit einem Relativpronomen zu tun. Das ist die Frau, eine einzige Frau. Und da kann ich dann kein Relativpronomen nehmen, wenn ich dann sage, denen. Das ist Mehrzahl. Ich geholfen habe. Ja. Und so ist es denn richtig, dass wir die Antwort C bitte genommen haben. C ist hier richtig, unser Relativpronomen, welches sich rückbezüglich auf den Eingang des Satzes oder auch der Person bezieht. Das ist die Frau. Und hier ist das Relativpronomen, welches sich auf die Frau rückbezüglich bezieht. So sieht es aus. Denn ich muss nicht in so einem Satz sagen, das ist die Frau, die ich gestern oder der ich gestern, also die Frau, das funktioniert nicht mehr. Wenn ich das so mache, das wäre erstens grammatikalisch nicht richtig und es wäre, ich möchte sagen, etwas zu umständlich. Ja. Ich sag's mal einfach so. Das ist die Frau, der ich gestern geholfen habe. Ganz hervorragend, so ist es richtig, jawohl. Und wir haben hier auch die Problematik bei diesem Relativpronomen, und ihr habt es gesehen, ich habe es versucht. Das ist die Frau, die ich geholfen habe? Nein, natürlich nicht. Der ich geholfen habe. Unser Relativpronomen befindet sich im Kasus Dativ und nur so funktioniert es. Ich kann nicht den Kasus Nominativ wiederum hier nehmen. Also, die Frau ist im Kasus Nominativ und unser Relativpronomen ist hier der im Dativ. Jawohl, so ist es richtig. Und das Wort oder Verb helfen verlangt natürlich hier auch sofort den Kasus Dativ. So ist es richtig, ihr Lieben, so muss es sein. Jawohl, die Frau ist feminin, das sage ich euch hier, steht es auch noch mal ganz kurz, die Frau ist im Nominativ, erster Kasus der deutschen Sprache und wird im Kasus Dativ zu der Frau. Ganz einfach, damit der Satz funktioniert. Alles andere funktioniert leider nicht. Und weiter geht es, ihr Lieben. Nächste Frage. Sehr schön, wenn ihr das auch schon gewusst habt. Sehr schön. Nächste kommt bitte. Welcher zweiteilige Konnektor, kann man das sehen? Ja,
Sagt's mir bitte, dann werde ich das fürs nächste Mal auch etwas kleiner alles machen. Wenn ihr das nicht richtig sehen könnt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Bitte das Bild etwas kleiner demnächst machen. Hier dieses Dokument, ich kann nicht alles sehen. Das mache ich dann sehr, sehr gerne, ist gar kein Problem. Erst einmal zur Frage, welcher zweiteilige Konnektor, und ihr seht gleich, was ich meine mit Konnektor, ist hier richtig für unseren nächsten Satz. Und nun haben wir den Satz hier, er spricht, Antwort A, entweder Deutsch oder Englisch. Und dieser, er, spricht bitte beide Sprachen. Ja? Also, er spricht weder Deutsch noch Englisch. Antwort B. Welcher ist richtig? Antwort C wäre, er spricht weder Deutsch noch, nein, ist nicht richtig, er spricht zwar Deutsch, aber Englisch. Oder ist es die Antwort D, er spricht sowohl Deutsch als auch Englisch, ihr Lieben. Und wir schauen uns das Ganze gleich gemeinsam in der Lösung an. Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden zum Überlegen der Antwort, die wir hier auswählen können. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass ihr mir kurz in die Kommentare schreibt, kann ich alles sehen oder bitte etwas kleiner machen, damit wir alles sehen können. 10 Sekunden sind um, ihr Lieben. Und ich möchte euch gerne hier zur Lösung verhelfen. Und die Lösung ist hier die Antwort D. Ist natürlich hier richtig, ihr Lieben. Jawohl, weil dieser er, die Person er, kann 2 Sprachen sprechen. Jawohl, so sieht es aus. Er spricht sowohl Deutsch als auch Englisch. So ist es richtig und so gibt es auch nochmal eine Verbindung zwischen 2 gleichwertigen positiven Elementen. Das hätten wir mit den anderen verbliebenen Konnektoren nicht gehabt. Entweder oder. Ich spare etwas aus? Nein. Oder was haben wir noch gehabt? Weder noch, er kann beides nicht wirklich. Antwort B? Nein. Oder Antwort C? Zwar Deutsch, aber Englisch? Nein, das kann auch nicht sein, weil ich eingangs sagte, er kann beide Sprachen. Also ist es nur möglich. Antwort D. Antwort D ist hier nur möglich. Er spricht sowohl Deutsch als auch Englisch. Und das ist hier genau richtig. Und wiederum, ihr Lieben, befinden wir uns mit diesem Satz im Kasus Dativ. Und hier reicht tatsächlich das eine Verb für 2 Akkusativobjekte hier richtig aus. Jawohl, Deutsch und Englisch, da es beides hier gleichwertige, positive Elemente ebenfalls sind, ist das hier beides ein Akkusativobjekt, welches hier von dem Verb spricht ausgeht. Spricht ist richtig konjugiert für die dritte Person, er, sie, es. Das ist richtig. Das Infinitiv-Grundverb lautet hier sprechen und hier ist es richtig konjugiert auf spricht, er spricht. So gehört es, das direkte Akkusativobjekt, beide Sprachen richtig ausgewählt. Weiter geht es, ihr Lieben. Sehr schön. Und hier kommen wir zur nächsten Frage, die ich habe. Interessierst du dich für Kunst? Wäre einmal eine Frage und dann haben wir eine Antwort darauf. Ja, ich interessiere mich, Antwort A, dafür. Oder lautet es, ja, ich interessiere mich für sie, Antwort B. Oder wäre Antwort C richtig, ja, ich interessiere mich daran.
Oder Antwort D, ja, ich interessiere mich darauf. Welches ist hier richtig, ihr Lieben? Nur eine einzige Antwort ist richtig und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit. Sagt's euch am besten laut vor. Auch wenn ihr diesen Livestream im Nachhinein schaut, dann möchte ich euch herzlich bitten, damit ihr die Aussprache und auch diese Überwindung des Redens etwas mehr schult, den Livestream dann anzuhalten, euch die Lösung bitte laut vorzusagen und danach dann weiterschaut, um die richtige Lösung nochmal zu hören und bitte dann nochmal laut vorsagen. Dann habt ihr so viel getan, wie man mit diesem Livestream oder überhaupt erst einmal für einen Tag mitnehmen kann. Sehr schön, ihr Lieben. Welche Antwort habt ihr gesagt? Sehr schön. Antwort A ist natürlich richtig, ihr Lieben. Ich interessiere mich dafür. Ich interessiere mich für etwas. Jawohl, so ist es richtig. Und ihr seht es hier unten, wenn man sich auf eine Sache oder auf ein interessantes Gebiet interessiert, dann ist es richtig, wenn ich hier sage, ich interessiere mich dafür, was du sagst. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Autos. Tatsächlich ist es auch wieder hier interessieren, dafür interessieren, für etwas oder jemanden. So sieht's aus. Sehr schön. Und die nächste Frage, die ich habe, ist, welche Präposition und welcher Kasus ergänzen den folgenden Satz richtig? Und ich möchte dich bitten, an die Sauberkeit in der Küche zu achten. Im Dativ. Antwort A. Ist das richtig für diesen Satz, wenn ich da die Präposition an reinsetze, um dann den Kasus Dativ dort mitzunehmen? Oder Antwort B. Ich möchte dich bitten auf, und hier ist es ebenfalls Dativ, auf die Sauberkeit in der Küche zu achten. Antwort B. Oder Antwort C. Ich möchte dich bitten für Akkusativ die Sauberkeit in der Küche zu achten. Oder Antwort D. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Oder Antwort D. Ich möchte dich bitten auf, wiederum Akkusativ, die Sauberkeit in der Küche zu achten. Was ist hier die Lösung bitte? Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit. Sagt euch den Satz am besten, vor allem wenn ihr die Lösung nicht wisst, laut vor. Schon mal ist es schon spontan in eurem Gehirn hinterlegt. Und ihr werdet euch wundern, warum man manchmal auf einmal spontan die richtige Lösung ausgibt. Und wir schauen uns das Ganze an in 10 Sekunden. Was ist hier richtig? Welche Antwort wählt ihr? Und? Na, was ist hier richtig bitte? Und die Präposition, na, worauf achten wir bitte? Und hier ist es, auf etwas achten. Jawohl, das kann man schon mal so weitläufig auch schon sagen. Ich achte auf jemanden, ich achte auf etwas. Das kann man hier tatsächlich sagen und ihr seht schon, wenn ich sage, ich achte auf etwas, dann muss ich dieses etwas oder jemanden, also eine Person oder meinetwegen ein Vorgang, ein Zustand oder einen Gegenstand, kann ich dann tatsächlich hier sofort sagen, damit bin ich natürlich sofort im Akkusativ, weil ich ja das Verb achte nutze. Und damit muss ich dann auch sagen, auf was ich achte. Ja? Und hier sind wir dann genau richtig. Ich möchte dich bitten auf, ist die Präposition, die uns hier sofort in den Kasus Akkusativ hier hineinführt. Akkusativ, achten auf. Und dann geht es weiter. Nächste Präposition leitet aber den Dativ ein. In, unsere nächste Präposition,
der Küche. Und ihr seht es wieder, da es sich im Nominativ wiederum um ein, ich möchte sagen, feminines Nomen handelt, die Küche, seht ihr sofort wieder, dass wir hier mit dieser Präposition in uns sofort in den Kasus Dativ begeben. Also, richtig ist es, wir können es hier ganz hervorragend sehen, ich möchte dich um etwas bitten und ich möchte dich um die Sauberkeit bitten. So sieht's aus. Richtig so. Auf das Verb achten, hier sehen wir, verlangt auch sofort die Präposition auf. Ich soll auf etwas achten, auf jemanden achten. Richtig so. Und somit befinden wir uns richtigerweise, so wie es hier unten auch geschrieben steht, und jetzt kann man es lesen, denke ich, Kasus Akkusativ. Und hier geht es darum, dass man auf etwas seine Aufmerksamkeit hier legt, damit man dann sieht, dass es auch alles so ausgedrückt werden kann im Kasus Akkusativ. Genau. Hier unten habe ich euch noch ganz kurz geschrieben, dass die Küche natürlich ist einmal hier, der Artikel die ist hier und das ist Nominativ und das ist auch genauso im Akkusativ. Hier wird nichts großartig verändert und achten auf ist eine feste Verbindung. Achten auf etwas, achten auf jemanden. Weiter geht es, sehr schön. Nächste ist für uns eine N-Deklination. Und wir schauen uns unsere Frage an. Welche N-Deklination ist richtig für diesen Satz? Und ich denke, ich sage euch mit dieser Frage oder ich frage euch mit dieser Frage nichts Neues, wenn ich nach der N-Deklination frage, da wir uns hier auf dem B2-Niveau bewegen oder gar höher und dementsprechend werde ich das aber sehr gerne gleich in der Lösung aufklären. Und wir, wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht wisst, was die N-Deklination ist, hört euch den Satz an und versucht es über euer Gehör spontan auszugeben und ihr werdet euch wundern, was euer Gehirn nach geraumer Zeit tut. Spontanität ist manchmal des Rätsels Lösung. Und unsere Frage lautet, hast du schon mit dem neuen Kollege gesprochen? Antwort A. Ist das richtig? Oder Antwort B. Hast du schon mit dem neuen Kollegen gesprochen? Oder Antwort C. Hast du schon mit dem neuen Kollegen gesprochen? Oder Antwort D haben wir auch noch. Hast du schon mit dem neuen Kollegens gesprochen? Welche Antwort ist richtig? Welcher Kollege passt hier als Lösung hinein? Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit für die richtige Lösungsfindung. Und das ist die N-Deklination. Wir kommen gleich dazu. Genau. Und was habt ihr euch laut vorsagen können? Jawohl, ihr habt immer ein paar Sekunden mehr. Und nun kommt die Lösung. N-Deklination, ihr Lieben, ist hier, schauen wir uns an, entschuldigt, ist hier die Lösung. Antwort B ist richtig. Hast du schon mit dem Dativ neuen Kollegen gesprochen? So sieht es aus. Und hier ist es tatsächlich so. Ihr seht es ganz genau. Hast du schon mit Präposition leitet den Kasus Dativ ein, dem neuen Kollegen. Jetzt muss ich die N-Deklination benutzen, da ich hier im Kasus Dativ, wenn ich das Ganze in dieser Satzkonstruktion habe, kann ich nicht mehr richtig sagen, hast du schon mit dem neuen Kollege gesprochen. Das funktioniert hier bitte nicht. Obwohl es im Singular ist, muss ich hier die N-Deklination an dieses Nomen
direkt anhängen, mit dem Kollegen gesprochen. Und da ist es egal, ob da ein Adjektiv zwischen ist oder nicht. Hast du schon mit dem Kollegen gesprochen? Und ja, das machen wir hier in diesem Kasus Dativ sehr gern und unser Satz bewegt sich hier in der Perfektzeitform, abgeschlossene Vergangenheit. Hast du schon mit dem neuen Kollegen gesprochen? Hast du gesprochen? Und das ist die Perfektzeitform. So sieht das Ganze aus, abgeschlossene Vergangenheit, aber schön in eine Frage gepackt, so kann man es tatsächlich sagen. Und die Enddeklination ist hier exakt richtig. Das Wort der Kollege nimmt das Ganze im Dativ sehr dankbar an und das ist eines dieser Nomen, welches das hier im Dativ zeigt und da muss ich eine Enddeklination ransetzen und ich denke auch, und das sage ich euch auch hier, dass man das mit einer gewissen Übung und Wiederholung auch irgendwann spontan lernen kann, ohne dass man vielleicht sogar nicht weiß oder doch weiß, dass es eine Enddeklination ist. Ja, genau. So sieht es aus und hier haben wir jawohl, das ist das Ganze im Kasus Dativ mit der Präposition mit haben wir das Ganze hier richtig eingeleitet, so dass der Kollege jetzt hier mit dem Kollegen gesprochen richtig ausgedrückt ist. So sieht's aus. Genau, das habe ich hier kurz eingeblendet. Schaut's euch gerne an. Zu grammatiklastig möchte ich das Ganze nicht machen. Wer dennoch Interesse hat, lest es euch gerne durch. Sehr schön. Zur nächsten Frage kommen wir nun. Und die nächste Frage lautet: Welches Verb verlangt den Kasus Genitiv? Und ich habe euch einige Verben wieder aufgeführt, 4 Stück. Nur ein einziges ist hier für unseren Kasus Genitiv aus unserer Auswahl. Einen kleinen Satz habe ich euch hier auch gefertigt, um dieses Verb auch gleich einsetzen zu können und ein wenig Hilfestellung geben zu können mit diesem Satz. Wir erinnern der Opfer des Unglücks. Antwort A. Ist das richtig? Ja, mit Genitiv? Oder ist es Antwort B? Wir helfen der Opfer des Unglücks. Könnte das richtig sein, ihr Lieben? Antwort B. Oder wir denken der Opfer des Unglücks. Oder Antwort D. Wir gedenken der Opfer des Unglücks. Ihr bekommt wieder 10 Sekunden Zeit, um mir die richtige Lösung laut vorzusagen. Sagt sie euch laut vor. Am besten in diesen Satz einfügen. Und wenn es am Anfang sich noch nicht so korrekt und perfekt anhört, ist das erst einmal egal. Es ist nur wichtig, dass man jeden Tag etwas daran tut. Schaut euch diesen Livestream bitte öfter an und haltet auch an, versucht mich, wenn ich gleich die Lösung hier präsentiere, zu kopieren. Ein gewisses Shadowing schadet nicht. Also wiederholen, unbedingt laut. So, und die richtige Lösung kommt jetzt. Die richtige Lösung, die wir haben, ihr Lieben, ist die Antwort D. Und ich denke, man konnte es dem Verb ebenfalls schon ansehen, dass wir uns wieder in der gehobenen Sprache, gehobenen deutschen Sprache, in dem Kasus Genitiv befinden, indem wir das Verb gedenken verwenden. Ja, aber natürlich, wir gedenken der Opfer des Unglücks. So viel Genitiv, ja, das kann man gar nicht mehr und besser sagen, als dass wir hier richtig das Verb gewählt haben. Antwort D, gedenken ist hier bitte richtig. Eines der wenigen Verben, welches sich sofort hier in den Kasus Genitiv katapultiert, möchte ich sagen, ja? Tatsächlich, gedenken der Opfer des Unglücks. So ist es richtig, der wessen Fall ist es oder besitzanzeigender Fall und hier ist es das Gedenken der Opfer. So ist es richtig.
Und hier haben wir noch, genau, verlangt das Genitivobjekt ist richtig, wenn ich sage, unser Verb gedenken verlangt. Ein Genitivobjekt hier in dem Fall. Der Wessenfall richtig gewählt und ich lasse das auch sehr gerne noch für euch kurz auf, damit ihr wiederum anhalten könnt. Lest euch das genau laut durch. Und bitte, auch da möchte ich herzlich darum bitten, damit ein jeder hier ein schönes Deutsch mitnehmen kann, lest euch auch ebenfalls hier meine Sätze laut vor. So sieht's aus. Weiter geht es, ihr Lieben. Und in der nächsten Frage möchte ich gerne wissen, wir suchen die Passiversatzform und die richtige bitte. Die richtige, korrekte Passiversatzform für unseren Satz. Die Aufgabe ist leicht zu lösen. Bedeutet das, oder ist es dasselbe wie Antwort A, man hat die Aufgabe gelöst? Oder ist es, die Aufgabe kann leicht gelöst werden? Oder Antwort C, die Aufgabe wird gelöst und die Antwort D, man muss die Aufgabe lösen. Welches ist hier bitte die Passiversatzform? Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit, um das Ganze hier richtig euch laut vorzusagen. Wer es nicht weiß, grämt euch nicht. Schaut euch, wenn ihr einige Antworten nicht richtig geben konntet, diesen Stream bitte noch einmal an, in seiner Gänze, und haltet immer an, wo euer Problem gelegen hat. Und dann sagt euch laut vor, beim zweiten Durchgang habt ihr sicherlich hier 100% alles schon gelernt. Weiter geht es, ihr Lieben. Und was ist hier richtig, die Passiversatzform? Die Aufgabe ist leicht zu lösen. Antwort? Na? Antwort B ist richtig. Antwort B ist hier bitte richtig. So sieht es aus. Kann leicht gelöst werden. Passiversatzform. Sie kann leicht gelöst werden. Jawohl, so sieht es aus. Und hier ist es tatsächlich so, ist leicht zu lösen, ist die richtige Struktur, die wir hier gewählt hatten zuvor. Und das drückt eine Möglichkeit aus. Es kann, aber es muss nicht. Die Aufgabe kann leicht gelöst werden. Seht ihr hier unten? Es ist eine Möglichkeit, oder? Sie muss gelöst werden, wenn es dann eine Notwendigkeit ist in der Passiversatzform. So sieht es aus. Richtig so, ihr Lieben. Antwort B war exakt richtig hier. Nächste Frage kommt, ihr Lieben. Wiederum ein Konnektor und auch das müssen wir bitte des Öfteren mal hier mit durchnehmen, damit wir uns da auch demnächst richtig gut bewegen können. Welcher Konnektor passt hier in unseren Satz? Und damit leiten wir diesen Satz ein. Und das war noch nicht die Antwort A. Antwort A setze ich aber gerne jetzt hier ein. Damit es regnete, gingen sie ohne Schirm spazieren. Antwort A. Ist das richtig, der Konnektor? Oder Antwort B. Weil es regnete, gingen sie ohne Schirm spazieren. Oder Antwort C. Obwohl es regnete, gingen sie ohne Schirm spazieren. Oder die Antwort D. Trotzdem es regnete, gingen sie ohne Schirm spazieren. Und welcher ist der richtige Konnektor aus meinen 4 Auswahlmöglichkeiten? Und ich gebe euch wiederum sehr gerne 10 Sekunden Zeit, damit ihr das Richtige euch vorsagen könnt. Probiert es so, wenn ihr es nicht wisst, spontan. Versucht einfach spontan zu reagieren und ihr werdet euch wundern, wenn ihr auf B2, C1 Niveau seid, wie oft ihr richtig liegt. Ja. Und die richtige Lösung. Antwort präsentiere ich euch jetzt. Die Lösung ist natürlich wieder die Präposition obwohl. Hier ist es richtig, wenn ich hier obwohl sofort nehme.
Ihr seht es hier, ein Konzessivsatz haben wir wieder damit eingeleitet. Wir leiten sofort hier einen Konzessivsatz im Nebensatz. Wir fangen schon mit einem Nebensatz an und leiten hier, obwohl es, ich möchte bald sagen, die Begründung ist schon fast am Anfang mit eingefügt, obwohl es regnete, gingen sie ohne Schirm spazieren. Vergangenheit sind wir hier. Obwohl es regnete, gingen. Gehen ist das normale Infinitiv-Grundverb hierfür und hier ist es gingen. Das ist hier schon Vergangenheit und so sieht es aus. Konzessivsatz, ihr könnt es hier unten lesen. Ich muss es immer etwas kontrollieren, dass ihr auch wirklich alles sehen könnt. Und wir befähigen uns natürlich wieder, ja, ihr seht es, wie viele Verben hier drin sind, wieder mit dem direkten Akkusativobjekt in unserem Kasus. Akkusativ sind wir hier richtig mit dem Schirm. So sieht es aus. Wir gingen also ohne Schirm spazieren. Ja, wen oder was haben wir nicht dabei gehabt? Ohne Schirm waren wir. Und das ist hier das direkte Akkusativobjekt. Ohne ist unsere Präposition, die uns dann sofort wieder sagt, hey, ich hätte bald gesagt, mit was oder mit ohne gehst du spazieren. Nein, es ist richtig, ohne Schirm. Das ist das direkte Akkusativobjekt und das zeigt auch sofort die logische Konsequenz, die wir dann im Akkusativ haben. Ohne was gingen wir spazieren? So sieht es aus, jawohl. Und hier ist es dann auch direkt sichtbar, dass diese Präposition ohne immer direkt sagen möchte, ohne was gingen wir spazieren. Ja, sehr schön, ihr Lieben. Weiter geht es. Eine Frage haben wir noch, ihr Lieben. Wir schauen uns das Ganze an. Sehr schön bisweilen. Und wir suchen das korrekte Adjektiv für unseren nächsten Satz. Nach einem langem Gespräch fühlte sie sich besser. Antwort A, richtig? Oder Antwort B, nach einem langen Gespräch fühlte sie sich besser. Antwort B. Oder ist es hier richtig? Antwort C, nach einem langen Gespräch fühlte sie sich besser. Oder ist es die Antwort D, nach einem langen Gespräch fühlte sie sich besser. Was ist hier bitte das richtige Adjektiv, welches hier grammatikalisch und richtig dekliniert in unseren Satz reinpasst? Und 10 Sekunden bekommt ihr wiederum von mir, um mir die richtige Lösung laut vorzusagen. Und ja, sehr schön, ihr Lieben. Und das machen wir sicherlich auch nochmal in einem, ich denke nächste Woche Freitag werden wir uns noch einmal mit der Deklination von Adjektiven beschäftigen. Das möchte ich euch gerne jetzt hier schon einmal ansagen. Und da werden wir uns mit der Deklination von Adjektiven beschäftigen. Für nächste Woche Freitag bitte wieder notieren, 19 Uhr, nur für Kanalmitglieder. Weiter geht es. Welche Antwort war richtig, ihr Lieben? Die Antwort ist hier. Antwort B ist richtig, aber natürlich, ihr Lieben, das ist exakt richtig. Antwort B, langen, ist hier richtig. Bitte nicht langem. Ja, langen ist hier richtig. Einem wird hier schon richtig der Kasus Dativ abgefangen, möchte ich bald behaupten. Denn das Adjektiv hat hier in dem Augenblick nichts damit zu tun, unserem Nomen Gespräch zu erzählen, ob es denn männlich ist. Das ist uninteressant. Und wie viele es sind, also welche, also Mehrzahl, Singular, Plural es ist. Es ist hier nur ein Gespräch nach einem. Und schon weiß das Nomen Bescheid, da es seinen unbestimmten Artikel mitbringt. So hat unser Adjektiv gerade damit gar nichts mehr zu tun, muss sich einfach nur an den Kasus anpassen und gerade eben noch unser Nomengespräch schön beschreiben. Und die Präposition nach verlangt hier schon sofort nach dem Kasus Dativ
Und schon sind wir richtig. Nach einem Gespräch, nach einem langen Gespräch. Es ist also mehr oder weniger durch die Deklination, die wir hier haben, weil wir einen unbestimmten Artikel vor unserem Nomen vorfinden, nicht an dem Kasus Dativ richtig beteiligt, ja, oder auch an der Geschlechtsgebung des Nomens beteiligt. So sieht es aus. Fühlte sie sich besser? Akkusativ haben wir ebenfalls hier wieder mit drin und das ist hier exakt sich Akkusativ. Ja, sehr schön, ihr Lieben. Das ist im Übrigen, habe ich hier unten auch noch beigeschrieben, kann man sehen, die Endung en ist eine gemischte Deklination. Freut euch auf nächste Woche. Auf den Livestream am Freitag 19 Uhr werde ich euch hier für Kanalmitglieder einen Livestream machen für die Deklination der Adjektive und deren Geheimnisse. Schauen wir uns das Ganze an. Schwache Deklination, gemischte Deklination und starke Deklination. Ganz, ganz wichtig, damit sich der ganze Satz, den ihr zum Beispiel sagen oder schreiben möchtet, auch grammatikalisch richtig anhört. Denn nur durch ein kleines Adjektiv kann der ganze Satz sich deutlich merkwürdig anhören und auch grammatikalisch nicht richtig sein. Nächsten Freitag 19 Uhr. Bitte unbedingt vormerken, ich werde das aber ebenfalls auch noch hier kommunizieren, damit ihr dann das Ganze, ich speichere den Livestream dann ab, damit ihr dann einfach eine E-Mail bekommt. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch alle Bescheid wisst, wann der Livestream steigt hier. Und ich hoffe, wir haben bis dahin noch mehr liebe Kanalmitglieder. Ich danke euch, Magic Miro, ich grüße dich ganz besonders. Es freut mich sehr, dass du schon Mitglied bist und das möchte ich dir auch so angenehm wie möglich machen. Macht's gut, ihr Lieben, wir sehen uns wieder nächste Woche Freitag 19 Uhr. Alles Liebe euch.